euch auf der Reise unseres Lebens. Moin in dem neuen Video. Es ist eher so ein Labervideo, wir werden jetzt viel reden. Es geht darum, dass wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was am Atlantik passiert ist, so ein bisschen Fazit ziehen, was gut war, was schlecht war, was kaputt gegangen ist. Genau, war jetzt die zweite Atlantiküberquerung. Darum dachten wir machen mal ein Fazitvideo. Da ist gerade eine Eidechse. Oh ja, nice. Die inspiziert die Kamera. Kletter auf die Linse. Nein. Wir waren 17 Tage und 13 Stunden unterwegs, also über 2 Wochen. Trotzdem 5 Tage schneller als mit der Aira. Gut, Eidechse. Bro, rauf da. Ja! Nicer Dude. Ja, sie kommt gleich. Ja! Trotzdem ist es natürlich eine lange Zeit, die man auf See ist. Einfach über 2 Wochen. Das zieht sich schon und ist auch echt anstrengend. Immer die gleichen Personen, die man sieht. Und jeder Tag wird immer länger. Es schaukelt durch. Aber es war eine sehr gute Atlantiküberquerung. Es ist wenig kaputt gegangen, was sau wertvoll ist. Die Aria ist echt ein super Boot. Also echt total gut. Ja. Die Reling ist gerissen, weil die Schot drauf gedrückt hat vom Oxley. Das ist eine Kleinigkeit. Dann haben wir noch 3 Schoten gerissen. Das passiert, wenn halt zu viel Kraft drauf ist oder die Schot irgendwo reibt. Das haben wir jetzt auch mittlerweile auch ganz gut rausbekommen, wie wir die Schoten legen. Da waren manchmal, haben die irgendwo gescheuert. Wir haben noch eine Umlenkrolle installiert, aber kleine Defekte wirklich nur. Ja, der Gashebel ist korrodiert, das war einfach ärgerlich, aber nicht wirklich wild. Das konnte man relativ leicht beheben. Ja. Noch eine Winch ist kaputt gegangen. Da ist so ein Ding innen drin gebrochen, konnte man aber irgendwie fixen und schmieren und fetten und dann die funktioniert wieder. Aber sehr ärgerlich. Wir haben ein paar leichte Ratscher im Oxley-Segel. Einfach als die Schot gerissen ist, das ist doof rumgeflattert. Das ist nicht gut fürs Segel und da sind so ein paar kleine Blessuren, würde ich es nennen. Sonst sind noch ein paar Gläser und Schüsseln zu Bruch gegangen, aber das ist wirklich vernachlässigbar. Um jetzt mal ein kleines Fazit zum Oxley zu treffen, wir benutzen das Ding jetzt schon wirklich lang und die Atlantiküberquerung war jetzt mal wirklich der ultimative Test. Hier ist wieder unser kleiner Freund und er macht sich wieder auf zur Kamera. Ich kletter schon wieder drauf. Genau, als Fazit zum Oxley, es ist wirklich ein super geiles Langfahrtensegeln. Wir haben es auf der Atlantiküberquerung extrem genossen, dadurch, dass dieser Flügel eben so einen Auftrieb generiert, steht das ganze Boot extrem ruhig. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Wind kriegt. Wir hatten ja Situationen, wo wir einfach dann ihn noch draußen hatten, obwohl halt mal 30 Knoten reingeknallt sind. Er steckt's weg, aber es macht keinen Spaß mehr, ihn dann einzuholen. Also im Vergleich, den Spinnaker bei 20 Knoten einzuholen, war schwieriger als den Oxley bei 30 Knoten einzuholen. Das schon, ja. Aber es sind trotzdem 200 Quadratmeter und das ist einfach zu viel. Macht keinen Spaß. Genau. Wenn man aber mal ein bisschen raus hat, wie man ihn benutzt, dann macht das Ding einfach mega Spaß. Und wenn du dich für so ein Segel interessierst, dann kannst du ab jetzt eigentlich dich auch gleich bei uns melden. Wir beraten auch gerne so. Ja, wir stellen auch den Kontakt her. Genau, wir testen das Ding ja quasi jetzt schon seit Wochen. Und können euch da auch, glaube ich, ziemlich gut sagen, ob sich das lohnt für euch, ob das für eure Anwendungsbereiche sich lohnen würde, einen zu kaufen. Ja. Und wenn ihr das Ding quasi über uns kauft, dann gibt es noch gratis einen Oxley Bootsmannstuhl und ein T-Shirt von uns deiner Wahl mit dazu zum Segel. Das ist jetzt wieder ein bisschen Werbung, aber auch Werbung für uns, denn wenn ihr ein Oxley-Segel kauft, unterstützt ihr auch gleichzeitig unsere Reise. Also dafür schon mal vielen Dank. Genau. Das ist mega cool. Und die Meinung, die wir vom Oxley haben, ist die Meinung, die wir uns gebildet haben. Das ist nichts gekauft, das ist nichts Versprochenes, keine Ahnung was, sondern das ist einfach, haben wir uns gebildet, weil wir das Segel gut finden. Genau. Wir hatten ja auch das ein oder andere Problem damit. Genau. Aber es ist einfach ein cooles Segel. Es ist echt ein gutes Ding. Genug Oxley. Genug zu dem Segel. Nächster Punkt. Wir haben viele Tiere gesehen, wir haben 2 Wale gesehen.
was mega cool ist. 2 Riesenwale direkt gleichzeitig, sind nicht so lange da geblieben leider. Nee, haben wir nicht so gut filmen können, Nee, leider. aber mega, also sowas zu sehen ist einfach Immer wieder cool, ja. traumhaft. Hau nicht ab. Wurden wir von unzähligen Delfinen begleitet, wir haben sau viele Fische rausgezogen, wir haben sogar einen Mondfisch gesehen und die Dinger sind echt selten. Ja. Nicht sehr spektakulär, weil die nur ganz langsam rumpaddeln und sich nicht viel Das bewegen. sind auch komische Ja. Viecher. Also wir fragen uns, wie ein Mondfisch evolutionsmäßig überlebt hat. Ja, weil die sind sau langsam. Die haben auch eigentlich keinen Nutzen. Die Viecher. Und jeden Morgen lagen Fliegefische auf dem Deck. Das sind einfach blöde Dinger. Ich hasse die Dinger. Hier essen die. Ja, die frittieren aber die Boah, stinken wie Sau. die frittieren die hier, aber die sind echt eklige Dinger. Ja, Also ich will die ich nicht feiere essen. die gar nicht, ne. Ja. Ist jetzt nicht so ein geiles Ereignis auf jeden Fall. Ja, aber das sieht man im Video nicht. Nee. Aber wir hatten jeden Morgen unzählige von diesen Fliegefischen auf dem Deck liegen, weil die halt immer nachts, weil die das nicht sehen, nicht checken, Ja. und dann fliegen die gegen einen Mast oder gegen irgendeine Wante und dann Oder gegen das Gesicht brechen von die das einem. Genick. Ja, genau. Weil er, glaube ich, fast an das Gesicht bekommen. Ich habe mal einer, ist mal hier, wir haben einen Film draußen angeschaut und einer hier so gestreift. Aber einmal durchs Cockpit geflogen, also er hat überlebt. Alles in allem war das eine super entspannte Atlantiküberquerung, besonders im Vergleich zu unserer ersten. Die Aria ist ein super komfortables Boot, liegt mega ruhig im Wasser. Und was Sachen wie Schlaf angeht, sind es einfach Welten, die da dazwischen lagen. Wir sind auch super froh, dass wir mit einem funktionierenden Boot jetzt wirklich hier angekommen sind in der Karibik. Das ist eine ganz andere Basis. Basis, ja, irgendwie eine andere Basis, mit der wir jetzt hier auf einmal da sind und uns das anschauen können. Was uns negativ aufgefallen ist an der Aria, ist, wenn man direkt Downwind segeln will, dann ist das schwierig. Ja, Ja, da... Butterfly mag das sie will sie überhaupt nicht. ne. Wir sind dann immer Schläge gefahren. Das ging auch. Dauert ein bisschen länger, aber es ist nicht wild. Ja. Ja. Okay, wir können noch ganz kurz was zu unserem Nachtwachensystem sagen. Wir haben ein 3-Stunden-Nachtwachensystem. Heißt, man ist immer 3 Stunden wach und dann kann man, weil wir zu 4 sind, 9 Stunden schlafen. Das ist auf jeden Fall, 9 Stunden Schlaf ist auf jeden Fall lang genug, dass man sich immer ausreichend wiederholen kann. Es wird nie wirklich anstrengend, man ist immer wach genug, man ist immer fit genug, Ja. um auch die Atlantiküberquerung zu genießen. Und es ist auch nicht wild, wenn man dann mal in einer 3-Stunden-Wache mal kurz einnickt oder so, weil da draußen ist nichts Wirkliches. Wenn man alle 20 Minuten mal grob drumherum checkt, dann passiert da auch nichts. Also passiert allgemein nichts. Genau. Mit den Nachtwachen wird jetzt in Zukunft schwieriger. Das haben wir jetzt schon die letzte Zeit gemerkt. Wir haben zwar Mitfahrer an Bord, aber Nachtwachen machen wir 2. Genau, unsere Verantwortung. Das ist unser Boot und wir sind dafür verantwortlich, irgendwie, dass die Kiste schwimmt und heile ankommt und wir alle heile ankommen. Und zu zweit ist das Wachensystem schon mal schwieriger. Ich glaube, wir überlegen uns bald was Neues. Wir haben jetzt trotzdem noch 3 Stunden Wachen gefahren, aber Dann ist man sehr müde. es ist halt dann, du hast 3 Stunden Wache, schläfst 3 Stunden oder schläfst vielleicht 2 Stunden davon. Und dann hast du wieder 3 Stunden Wache und dann war es zum Teil so, ist die Sonne aufgegangen, dann ist man gar nicht mehr schlafen gegangen, hast 2 Stunden gepennt in der Nacht. Nicht so optimal. Ja. Schon. Also wahrscheinlich machen wir jetzt dann in Zukunft längere Wachen, aber bald steht wieder die Pazifiküberquerung an, dann sind wir wieder größer. Zur Pazifiküberquerung kommen wir später nochmal. Ganz interessant für alle Mitsegler, die mitsegeln wollen. Aber erst am Ende vom Video. Noch interessant ist unser Spritverbrauch auf dem Atlantik gewesen. Denn der Motor lief nicht oft. Zum glücklicherweise Solar hat ziemlich viel geregelt, also wir waren relativ entspannt. Trotzdem mussten wir zwischendrin den Motor anmachen, einfach weil wir keine Sonne hatten und der Windgenerator eine schlappe Nudel ist. Also Ja, und wir haben auch Ja. zum Teil haben wir den Windgenerator auch ausgemacht, weil er in den Blättern leicht, der hat ein kleines Spiel und dann rattert der immer so. genau. Ja, auf jeden Fall, der ist zwar notwendig, weil du ohne den komplett aufgeschmissen bist, wenn du keine Sonne hast. Und in der Nacht ist es Ja. schon ganz gut, dann hält er halt so ein bisschen Die Batteriespannung. Level. Aber allgemein ist Solar viel wichtiger. Ja. Und, ja. Preisgünstiger, Ja. effizienter. Also wir haben 33 Stunden den Motor laufen lassen während der gesamten Atlantiküberquerung. Und wir sind ja den ersten Tag beinahe durchmotort. Heißt, wir haben den Motor echt nur sehr kurz immer laufen lassen und war nicht wirklich notwendig. Also das ist auch schon mal viel besser als die mit der Aira. Da musste man alle 3 Tage mal den Motor anschmeißen, um die Batterien zu laden. Ja. Wir hatten
Die Eidechse, wir hatten ja so ein bisschen eine Angst, dass sich die Aria ziemlich krass aufheizt im Inneren, besonders wegen dieser schwarzen Fensterfront. War aber überhaupt nicht der Fall. Also es ist mega gut belüftet durch diese 4 großen Luken und Auch innen drin alles trocken, es wird nicht wirklich feucht. genau, das war zum Schlafen saugut, dass es immer alles trocken blieb und nichts feucht wurde. Ja, servus. Servus. Wir sind auf jeden Fall mega froh, wieder hier im Sunny Beach Lifestyle angekommen zu sein. Und wir haben auch jetzt schon gemerkt, dass die Richtung, die wir jetzt gefahren sind, also südlich von Barbados, viel mehr zu bieten hat als nördlich, also über Martinique, Guadeloupe, hoch die Antillen. War auch cool letztes Jahr, aber Hier ist schöner. hier ist noch so die echte und auch irgendwie ja, nicht so touristische Karibik. Also hier ist niemand. Und hier ist kein Müll und intakte Riffe und ja, freut euch auf coole Videos. Ja. Der weitere Plan ist für uns, geht jetzt Richtung Kolumbien und dann kommt eigentlich schon direkt die Pazifikpassage, also wir segeln über den Pazifik. Und da suchen wir jetzt nach Mitseglern, nach 2 Mitseglern suchen wir, die uns auf dieser Passage begleiten. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr anstrengende Etappe. Es kann bis zu 4 Wochen dauern, die wir da unterwegs sind. Genau, also es ist immerhin der größte Ozean der Welt. Die Atlantiküberquerung von Ost nach West, sagt man ja, ist die einfachste Ozeanüberquerung, die es so gibt. Pazifik ist dann schon ein bisschen höher. Indischer Ozean ist, glaube ich, nochmal ein Level. Es dauert einfach länger. Ja, es dauert länger und die Winde sind nicht ganz so konstant und sicher. Also, aber wenn du dich dafür interessierst, bei uns mitzusegeln, dann schreib uns doch mal eine E-Mail an flaschenpost@segeljungs.de. Wir können mal kurz sagen, was du so brauchst. Du musst auf jeden Fall Lust darauf haben, weil das ist ein richtiges Abenteuer. Das ist auf keinen Fall ein Urlaub, sondern das kann auch richtig anstrengend werden, das kann auch gefährlich werden. Du musst dich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es ungemütlich wird, dass es auch mal langweilig wird und ja, anstrengend, Das kann auch schön. Keine Ahnung, man beschäftigt sich viel mit sich selbst auf so einer Reise. Also man muss wirklich Lust haben auf so eine Grenzerfahrung. Es ist irgendwo eine Grenzerfahrung und sich dafür auch bereit fühlen. Und natürlich auch zwischenmenschlich, du musst dich mit uns beiden abfinden können und mit einer dritten weiteren Person, mit der du immerhin 4 Wochen auf so einem 17 Meter Boot gefangen bist. Genau, und jetzt hat das Wichtigste eigentlich, du kennst uns schon ziemlich gut durch die Videos, wir kennen dich aber überhaupt nicht. Darum bitten wir dich, dass du dich so gut wie möglich irgendwie bei uns vorstellst. Also sei kreativ, keine Ahnung, mach vielleicht ein kleines Video, wo du was über dich erzählst. Schreib was, lass einen Freund was über dich schreiben. Irgendwie, dass wir dich so gut wie möglich einschätzen können und schauen können, ob das vielleicht passen könnte. Und zum Beispiel so Informationen sind wichtig wie Alter, Geschlecht, wo du herkommst, wo du wohnst. Eine bisherige Segelerfahrung ist wichtig. Ist auch okay, wenn du gar keine hast, aber das müssen wir wissen. Genau. Vielleicht eine Reiseerfahrung, wo du schon überall warst, vielleicht hast du schon viel erlebt. Und sonst erzähl uns einfach, warum du denkst, dass du das richtige Crewmitglied bist für uns, warum du gut mit uns harmonieren könntest und dann haben wir vielleicht bald eine coole Überquerung zusammen. Dann können wir dir schon die Informationen geben, den Zeitraum, das ist Anfang Mai bis Mitte Juni wird die Überquerung sein, denke ich mal. Den Zeitraum musst du natürlich frei haben, dann brauchst du auch ein bisschen Kohle. Die Flüge sind nicht ganz billig und der Aufenthalt auf der Aria kostet auch Geld. Erstmal Essen und alles drum und dran. Also wir haben für Essen haben wir 300 Euro angeschlagen, dann 300 Euro für die Koje, 200 Euro für Sprit, 300 Euro für die Aria und dann kommen wir schon auf 1100 Euro, die dich diese Zeit auf der Aria kosten wird. Das ist im Endeffekt nicht viel. Das ist im Endeffekt wirklich extrem wenig, wenn man das vergleicht mit anderen Pazifiküberquerungen. Wir wollen aber da nicht so hart selektieren. Wir wollen auch jungen Leuten die Chance geben, damit zu kommen. Wir wollen auch Leuten, die vielleicht sonst nicht die Möglichkeit haben, segeln zu gehen, die Chance geben, da diese extreme Erfahrung zu machen. Genau, es sind also circa gute 1000 Euro
für einen Monat plus Flüge. Ja. Und die muss man halt haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Also wir freuen uns auf eure Mails und das war's schon mit dem Video. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was mit meinem Fuß passiert ist, dann müsst ihr hier unseren Kanal abonnieren. Genau. Oh, das wissen die doch gar nicht. Ja, das weiß man noch nicht. Und ansonsten ist hier Böse. ein zufällig ausgewähltes Video. Genau. Ciao. Der Spot hier ist auch interessant. Also abonnieren. Ciao. Ciao.